Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Für alle englischen Zuschauer, wir haben Untertitel. Ihr könnt das Ganze hier mit englischem Untertitel gucken, ohne Probleme. Schaltet ihr einfach an. Gut, ich habe mir heute gedacht, wir schauen mal in einen Kombinator rein, den ich gerade am Bauen bin. Und zwar, es gibt in Reason keinen richtigen Vocal Rider, also beziehungsweise einen Lautstärkefader, der automatisch zu laute oder zu leise Stellen in unserem Signal kompensiert, dass wir mit einem saubereren Signal in den Kompressor reingehen können. Weil ihr kennt das sicher, wenn ihr eine zu laute Stelle zu heiß in den Kompressor fahrt, klingt das Ganze zerdrückt und das wollen wir eben nicht. Ich fange direkt an zu erklären, wir haben hier drin ein paar Geräte, 5 an der Zahl. Als erstes gehen wir in den Audiosplitter, der liefert einmal ein Signal an ein Noise Gate. Das Noise Gate geht in ein Gain Tool, hier Rider genannt. Hier werden wir also den Gain-Knopf automatisieren mit Hilfe von dem Sidechain-Tool. Dieser Rider geht in das nächste Gain-Tool, genannt Kompensator. Mit dem Kompensator holen wir uns dann die Lautstärke zurück, die wir jetzt hier oben leiser gedreht. Und das zweite Signal, was aus dem Splitter geht, geht natürlich hier in das Sidechain-Tool, aber nur in den Sidechain-Input. Den Input und den Output brauchen wir in dem Falle nicht. Und wir gehen mit dem Curve-Out, also mit dem CV Curve Out hier in den Main Gain CV In, im ersten Gain Tool, also in unserem Rider. Wenn ich jetzt hier oben aufschalte, ihr seht jetzt meine Voice hier auf dem extra Kanal. Wie ihr seht, wenn ich rede, je lauter ich rede, umso mehr reagiert das Sidechain Tool. Wir haben sozusagen einfach ein kleines Ducking auf unserem Gain-Signal. Wir komprimieren hier nicht, wir gehen einfach nur an den Gain-Regler und sagen, mach leiser. Schauen wir an, was wir für Optionen hier im Gerät selbst haben. Wir können einmal das Gate bypassen, wenn wir es nicht brauchen sollten. Ich habe es aber da reingenommen, weil diese Technik eben bei leisen Stellen eben auch den Dreck hochholt. Also alles, was Grundrauschen hier in eurem Studio passiert, jedes Geräusch im Hintergrund wird ja mit verstärkt. Deswegen habe ich das Gate mit reingenommen. Wir können den Threshold einstellen und zwar von ca. -45 bis ca. -35 dB. Mit dem Silent Solo können wir das Noise Gate flippen. Damit können wir also alles, was vom Noise Gate normalerweise weggecancelt wird, separieren. Also wir haben dann wirklich nur noch alles, was leise Stellen sind, wo nicht geredet wird, wo wirklich der Raum eben da ist, können wir mit dieser Taste kontrollieren, ob wir vielleicht aus Versehen ein Wort weggeschnitten haben oder so, oder einen Anfang von einer leisen Stelle. Das ist also auch ganz handy zu haben. Dann können wir am Sidechain-Tool mit dem Rider High-Pass-Filter zwischen 200 und 450 Hertz das Signal begrenzen. Je nachdem, wenn ihr eine sehr bassige Stimme habt und der Bass deswegen sehr krasse Ausschläge hat, könnt ihr den hiermit aus der Gleichung rausnehmen und könnt sagen, okay, acht jetzt mal nicht auf den Bass, acht nur auf den oberen oder den Mittenbereich mehr. Das gleiche können wir mit dem Rider Low-Pass-Filter machen, der geht zwischen 1 Kilohertz und ca. 4 Kilohertz. Alles, was über 4 ist, würde ich mit einem DSer regeln, weil viele S-Laute halt über 4 passieren. Wir können das aber, wie gesagt, auch noch anpassen und eingrenzen. Wir können den Rider bypassen, das machen wir eben, indem wir den Gain-Button bei beiden Gain-Tools ausschalten. In dem Fall passiert dann eben kein Gain-Riding und auch keine Kompensation. Wir können den Threshold bestimmen. Wir können Attack und Release bestimmen, das ist ja wohl klar. Und mit dem Kompensationsregler können wir zwischen 0 und circa 6 Dezibel dazu holen. Es sind nur 5,7, weil wir sonst eben nicht in Mittelstellung bei 3 Dezibel rauskommen. Wo ich gemerkt habe, 3 Dezibel ist ein sehr guter Wert. Ich zeige euch jetzt gerade noch hier die 2 Spuren, die ich rausgebounced habe. Also die ausgegraute Spur, das war mein Original. Ich habe die 2 Spuren gebounced. Einmal die Bypass-Spur und einmal die Vocal Rider-Spur. Und wenn wir hin und her schalten und gerade auf diese hohen Peaks mal drauf achten, die werden runtergefahren und sonst eigentlich nichts. Also natürlich werden sehr leise Stellen auch minimal angehoben, aber es funktioniert. Ich werde den auf meiner Google Drive hochladen. Den Link findet ihr übrigens unten in der Beschreibung. Da findet ihr auch den DSer aus den letzten Videos. Falls ihr Anregungen habt, wie man den Vocal Rider noch besser machen kann,
Bin ich dafür gerne offen, schreibt mich an oder schreibt es hier unter das Video drunter. Ich finde, das ist auf jeden Fall jetzt aktuell eine gute Version davon, aber ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob es reliable genug ist. Falls ihr also viele Audiofiles da habt, die ihr testen könnt damit, würde ich das begrüßen und über euer Feedback freuen, ob das Ding so funktioniert, wie ich es denn angedacht habe. Ich habe es jetzt selbst noch nicht in einer Session getestet. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn der Vocal Rider rauskommt, werde ich auf jeden Fall noch ein ordentliches Erklärvideo machen mit allen Details und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.